Guten Morgen, Skatfreunde, und willkommen zu einem neuen Video. Tagesordnungspunkt 1 heute. Ich möchte einmal Danke sagen für inzwischen über 350 Abonnenten auf YouTube. Eine kleine Zahl natürlich im Verhältnis zu anderen Kanälen, aber für uns, für mich persönlich ein toller Erfolg. Das motiviert mich, für euch weiter schöne Skat-Videos zu machen. Gleichzeitig muss ich natürlich auch sagen, jetzt habe ich Blut geleckt, denn ich bin ja ein ehrgeiziger Typ, und das heißt 350, toll, aber reicht mir natürlich noch nicht. Wenn 350 geht, dann geht doch noch viel mehr. Also an alle die sich bisher nicht getraut haben, nur geschaut haben, ohne anfassen, so soll es natürlich nicht weitergehen. Schenkt auch mir das Vertrauen, gebt mir ein Abo. Wir können ja mal folgenden Deal machen. Ich habe heute eine ganz besonders schöne, knifflige Verteilung auch mitgebracht, eine Aufgabe, wo ich denke, da können die meisten von euch noch was lernen, und machen wir es doch einfach so: Wer bei dieser Aufgabe noch was dazugelernt hat, der gibt mir spätestens hinterher ein Abo. Was sagt ihr dazu? Ist das ein Deal? Ich habe hier mal eine Kartenverteilung vorbereitet. Hinterhand hat 23 geboten, wurde von Vorhand gehalten, und Vorhand ist jetzt Alleinspieler geworden, hat in den Skat geschaut und drückt Herz, Lusche und Pik Lusche und spielt mit diesen 10 Karten ein Kreuz. Also 7 mal Trumpf und Beikarte Karo 8, 9, 10. So lief das Spiel. Auf den Herzbuben fiel Pik Bube und Trumpf Ass, 15 Augen für die Gegenspieler. Danach kam Pik Dame, Pik Ass, der Alleinspieler hat gestochen. Es fehlten jetzt noch 2 Trümpfe, entsprechend gelangt der Alleinspieler mit dem Kreuz Buben hin. Trumpf fällt 1:1, also alle Trümpfe sind raus. Spieler wendet sich seiner Beikarte zu, öffnet die Karo Lusche. Es fiel Karo Dame und Karo 7, 18 Augen für die Gegner. Nun kam auf den Tisch Pik König, Pik 10, das ist natürlich eine ganze Menge, wurde also gestochen. Karo raus und Daumen drücken hat allerdings nichts genützt. Es fiel Herz Ass und Karo König jetzt auf 33, und im nächsten Stich war es passiert. Karo Ass, Karo 10 und die Herz 10 fiel auf 64. So war die restlichen Karten hier verteilt, und die Frage, die sich jetzt stellte, ist folgende: Hätte der Alleinspieler bei der gleichen Drückung das Spiel gewinnen können? Und unabhängig davon, wie die Karte bei den Gegnern jetzt ganz konkret verteilt war, hat der Alleinspieler hier immer die besten Züge gefunden. Um nicht zu sagen, welche Züge waren nicht so gut und warum. Ja, eine ganz interessante Geschichte. Legt euch gerne die Kartenverteilung mal hin, puzzelt dann mal ein bisschen drin rum. Und ja, wenn ihr die Lösung gefunden habt, dann können wir schauen, ob das die richtige ist, denn jetzt geht es gleich zur Auflösung. Dann bin ich mal gespannt, ob ihr den Siegweg für den Alleinspieler gefunden habt, denn es gibt natürlich einen. Und ja, letzte Chance, versucht mal mit dem Ausschlussverfahren oder schaut einfach zu, wie sich hier das Spiel auch hätte entwickeln können. Also erstmal muss man natürlich sagen, es sind zwar 7 Trümpfe und es sind nur 2 Farben, aber trotzdem ist das Spiel natürlich nicht besonders stark. Dafür fehlen einfach die Asse. Die Kontrolle hat der Spieler hier nicht. Es stand jetzt ja sogar Trumpf 2:2 und Karo 3:1, also gar nicht super extrem verteilt. Trotzdem kommt das Spiel schnell ins Trudeln. So, die Spieleröffnung, der Herz Bube, ist natürlich die erste Karte, die wir mal kritisieren können, denn er bringt in sehr wenigen Verteilungen was. Also da muss man schon wirklich mit der Lupe nachsuchen, wo der Herz Bube hier einen Vorteil bringt. Andererseits ist es natürlich so, die Gegenspieler hatten 64 erreicht, und der Herz Bube, das sind hier nur 2 Augen, die verschenkt werden. Das können wir also mal so durchgehen lassen. Das ist hier nicht das Spiel entscheidend. So, danach folgte Pik Dame, Pik Ass. Das ist natürlich klar, dass das gestochen werden muss, das sind zu viele Augen. Und auch der Abzug des Kreuz Buben, wo die Trümpfe jetzt verteilt fielen, kann ja hier gar nicht der Fehler gewesen sein. Das heißt, jetzt sind wir eigentlich an der ersten und einzigen Stelle, wo der Alleinspieler signifikant jetzt was ändern kann. Und ja, was soll er denn nun statt der Karo Lusche spielen? Wenn er einfach Trumpf vorspielt,
dann wird Mittelhand die blanke Karo Dame wegschmeißen, dann ist die Karte erst recht verraten und es ist noch einfacher für die Gegenspieler. Also das bringt den Alleinspieler hier einfach auch nicht voran, und wenn man sich das überlegt hat, dann bleibt eigentlich als letzte mögliche Änderungsvariante hier die Karo 10 aus 8, 9, 10. Also gefühlt ein ungewöhnliches Opfer, aber was wird dann passieren? Es fällt die Karo Dame und es fällt das Karo Ass, dann auf 39, und ja, jetzt ist es ja schon zu sehen, die Gegenspieler machen jetzt tatsächlich nur noch einen Stich mit Karo König 7 gegen 8 und 9, also selbst wenn jetzt hier noch eine andere Farbe wieder kommt, Pik zum Beispiel, der Alleinspieler sticht natürlich alles und bietet dann noch einmal eine Karo Lusche an, und die Gegner kommen jetzt hier nur noch auf 54. Der Alleinspieler hat also gewonnen, und nun stellt sich natürlich die Frage, aus 8, 9, 10 die 10 auszuspielen, womöglich auch mit verdeckten Karten. Wer macht denn sowas? Und vor allen Dingen, viel wichtiger noch, war das jetzt hier nur im ganz konkreten Fall eine gute Idee, oder ist das grundsätzlich ein guter Zug? Also da gebe ich euch auch noch mal den Moment Zeit, denkt mal drüber nach. Es muss gewissermaßen der mathematische Beweis auch erbracht werden, dass dieser Zug ein besserer Zug ist als die Lusche. Im vorliegenden Fall, wo die Gegenpartei erst 15 Augen liegen hatte, da ist tatsächlich die Karo 10, dieser ungewöhnlich aussehende Zug, aus 8, 9, 10 mit Abstand die beste Karte. Und na klar stellt sich dann die Frage, warum? Und um das zu beantworten, kommen wir wieder zu einem meiner Lieblingsthemen. Es geht, wie so oft beim Skat, um die Verteilungsmöglichkeiten und die Verteilungswahrscheinlichkeiten der restlichen Karten auf die Hände der Mitspieler. Und da betrachten wir auch jetzt nur Karo, denn das ist die Farbe, in der hier offensichtlich ja die Musik spielt. Der Alleinspieler hat also 3 Karten, dann fehlen ihm 4, und im Prinzip müssten wir jetzt wirklich sämtliche Verteilungsmöglichkeiten dieser 4 Karten auf die Hände der Mitspieler durchgehen. Wir können aber, das ist die gute Nachricht, diverse Möglichkeiten einfach schon dadurch ausschließen, dass der Spielausgang bei solchen Verteilungen schon gar nicht mehr zu beeinflussen ist durch den Alleinspieler. Was meine ich damit? Immer wenn die Karo-Karten zum Beispiel beliebig 2:2 auf die Hände der Mitspieler verteilt sind, dann ist es ganz egal, ob der Alleinspieler jetzt eine Karo Lusche oder die Karo 10 spielt, denn die Gegenpartei kriegt 18 eigene Augen, zusätzlich zu den 15 liegen, kommt immer aus dem Schneider, kann aber nie das Spiel gewinnen. In diesen Fällen sind die Würfel gewissermaßen schon gefallen. Hier kann der Alleinspieler gar nichts mehr beeinflussen, insofern uninteressant zu betrachten. Das gleiche gilt, falls die fehlenden Karos irgendwie 4:0 verteilt wären, auf dieser Hand oder auf dieser. Das ist eine Extremverteilung, die wir dem Alleinspieler natürlich nicht wünschen, denn dann wird er das Spiel auf jeden Fall verlieren. Allerdings, auch das ist völlig klar, unabhängig davon, ob er nun mit einer Karo Lusche oder direkt der Karo 10 startet, er wird die 3 Stiche abgeben und es kann dreimal gewimmelt werden. Keine Chance, längst passiert. Übrig bleiben also, und insofern interessant, die 3:1 Verteilung. Und die Chance, dass 4 fehlende Karten 3:1 auf die Hände der Gegner sich verteilen, die liegt bei ca. 50%, also es ist mit der größte Fall, nicht zu vernachlässigen. Doch auch hier können wir direkt einen Fall wieder ausschließen, und das ist der blanken Karo 7. Steht die Karo 7 blank, dann ist es offensichtlich, dass auch hier die Gegner 3 Stiche machen und 2 Wimmlungen kassieren werden, wie auch hier in diesem Spielverlauf. Insofern auch keine Chance für den Alleinspieler, egal ob er Karo Lusche oder Karo 10 spielt. Jetzt kommen wir aber auch schon langsam aber sicher zu dem Clou, denn jetzt bleiben nur noch 3 Verteilungen über, und das sind genau die, in denen der Alleinspieler tatsächlich Einfluss nehmen kann auf das Ergebnis. Wenn die Karten nämlich 3:1 verteilt sind und nicht die Karo 7 blank sitzt, dann kann entweder die Karo Dame blank sitzen, genau so war es in diesem Beispiel auch der Fall, und der Opferzug mit der Karo 10 hat hier zum Erfolg geführt. Es könnte als zweite Möglichkeit der Karo König blank sitzen, und das ist vielleicht leicht zu überschauen. Auch in diesem Fall würde das Vorziehen der Karo 10 zum Erfolg führen, also 2. Die letzte Möglichkeit wäre ein blank sitzendes Karo Ass, und da müssen wir jetzt natürlich wieder einen Abstrich machen. Gegen das blank stehende Karo Ass wäre eine Karo Lusche der Siegzug und die Karo 10 zumindest potenziell ein Verliererzug. Insofern ist es aber zu sehen, 2:1 gegen jedes blank stehende Bild gewinnt die Karo 10, nur gegen das blank stehende Karo Ass verliert sie. Mit anderen Worten, das Vorziehen der Karo 10
ist gegen die Verteilungen, die überhaupt noch zu beeinflussen sind, doppelt so stark wie das Vorziehen der Karo Lusche. Darüber hinaus, selbst wenn das Ass blank steht, habe ich es schon oft gesehen, dass der Zug, weil er eben so ungewöhnlich ist, von den Gegnern gar nicht richtig interpretiert wird, dass dann vielleicht tatsächlich auf die 10 hier schon mal ein Bild geworfen wird, und auch dann wäre das Spiel zu gewinnen. Das Ganze klappt natürlich nur mit genau 8, 9 und 10. Es klappt nicht mit 7, 8, 10, es klappt nicht mit 7, 9, 10. Es ist genau diese Power von 8 und 9, und ich freue mich insofern auch, dass ich diese Aufgabe jetzt hier mal gebracht habe, wo ich erst letzte Woche so über die Luschen hergezogen bin und die Kraft der Bilder gelobt habe. Ja, da ist zwar was dran in der Eröffnung, aber auch die Luschen im richtigen Moment, richtig eingesetzt, können ihre Power entfalten, und das ist natürlich eigentlich viel interessanter als die Karten, die Asse, die Buben. Das sind ja Karten, die sowieso stark sind, aber auch die kleinen Karten gezielt und gut ins Spiel zu bringen, das macht natürlich besonders Laune. Dann hoffe ich mal, dass ihr genauso viel Spaß hattet an dieser kniffligen Aufgabe wie ich vielleicht vor 12 Jahren, sollte ich besser sagen, denn das war die Zeit, als mein Mannschaftskollege Fabian diese Aufgabe auf Hamburger Landesebene gestellt hat. Eine sehr knifflige Geschichte, die tief blicken lässt, die die Feinheiten des Skatspiels ganz deutlich aufzeigt, und ich sage danke, Fabian, dass ich das hier auch auf diesem Kanal benutzen durfte. Bleibt mir noch zu sagen, denkt an den Deal, jetzt wird hier geklickt. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Bis dahin, gut Blatt!